Meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute Abend um 21:30 Uhr spielt Real Madrid gegen Real Oviedo. Ein Spiel, in dem es um die goldene Ananas geht. Und trotz alledem werde ich natürlich ein Live-Watchalong machen. Ich hoffe, möglichst viele von euch kommen und unterstützen mich bei diesem Spiel. Und trotzdem, alles, was ihr zu diesem Spiel wissen müsst, das erfahrt ihr heute Abend. Denn dieses Video hat so viele aktuelle Themen, dass dafür einfach kein Platz ist. Thema Nummer 1. Es sieht so aus, als wenn nach über 15 Jahren zum ersten Mal wieder ein Präsidentschaftskandidat für Real Madrid gegen Florentino Perez antritt. Wer dieser Herr ist, was sein Plan für Real Madrid ist und wie ich die Chancen sehe, das erzähle ich euch natürlich in diesem Video. Ja, und dann reden wir auch über seinen Kontrahenten, über den Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez. Der hat gestern ein Interview gegeben und in diesem Fall hat er sich darüber unterhalten, was uns wirklich interessiert. Warum ist es dieses Jahr sportlich so gelaufen, wie es gelaufen ist? War Xabi Alonso ein Fehler? Gibt es Transfers im nächsten Jahr? All das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ihr wisst, wie ich meine Videos gerne starte, mit Informationen zur Jugendarbeit von Real Madrid. Ich möchte zunächst einmal der A-Jugend von Real Madrid gratulieren. Ich hatte euch berichtet, die hatten im Hinspiel des Meisterschafts der Meister gegen Athletic Bilbao mit 2:0 gewonnen. Gestern haben sie im Rückspiel 1:0 verloren, sind aber trotzdem in der Final Four, spielen also um die Meisterschaft in ganz Spanien. Ich drücke der A-Jugend natürlich die Daumen. Ja, wer etwas weniger Glück hatte, oder ehrlich gesagt auch eine Menge Pech, ist Real Madrid Castilla. Die haben vorgestern im Premier League International Cup im Finale gegen Borussia Dortmund 1:0 verloren. Herzlichen Glückwunsch zunächst einmal an die Borussia aus Dortmund, haben da eine tolle Truppe, viele interessante junge Spieler. Also es hat Spaß gemacht, das Spiel zu schauen, aber man muss auch sagen, ja, vielleicht lag es an der Jugend, was Real Madrid Castilla liegen gelassen hat. Boah! Teilweise ohne Torwart vom Tor, also das war wirklich absolut verrückt. Dieses Spiel hätte meiner Meinung nach eine Verlängerung verdient. Es war auf jeden Fall schön anzusehen. Real Madrid in ihrer ersten Teilnahme am Premier League International Cup belegen die den zweiten Platz. Ja, wie gesagt, heute spielt die erste Mannschaft und gegen Oviedo möchte ich eigentlich nicht viel sagen, können uns heute vor dem Spiel da gerne unterhalten, Aufstellung, Kader etc. Schauen wir uns da zusammen an. Allerdings hat Álvaro Arbeloa gestern eine Pressekonferenz gehalten. In der Pressekonferenz ging es eigentlich kaum um Fußball, wenn ich ehrlich bin. Es ging sehr viel über die Pressekonferenz von Florentino Perez, es ging sehr viel über die persönliche Zukunft von einem Álvaro Arbeloa, es ging einmal um Kylian Mbappé. Und irgendwie berichtet keiner darüber. Aber ich glaube, ein Álvaro Arbeloa hat Kylian Mbappé ja, so einen kleinen Seitenhieb verpasst. Denn Kylian Mbappé hat letztens 5 Minuten vor dem Trainingsende im Clasico auf einmal gesagt, er ist verletzt. Ja, was da passieren könnte, dazu werde ich einen Short machen. Also sucht heute mal auf YouTube oder TikTok, Instagram, da wird es einen Short zu geben. Der könnte euch interessieren. So, aber Álvaro Arbeloa wurde auch gefragt, weil Florentino Perez gesagt hat, seit ich Präsident bin, habe ich 7-mal die Champions League gewonnen. Ja, ich weiß, das ist wenig, so war der ein bisschen ironisch, und bin 7-mal spanischer Meister geworden. Der eigentliche Skandal ist, dass ich nur 7-mal spanischer Meister geworden bin. Ich hätte 14-mal Meister werden müssen, aber man hat mir 7 Meisterschaften geklaut. Ganz klar, ganz aggressiv greift er da den Fall Negreira an. Álvaro Arbeloa wurde gefragt, ob die Fans von Real Madrid das genauso sehen. Ja, hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Aber es wurde eine sehr deutliche Behauptung aufgestellt, nämlich, dass ihm 7 Ligen gestohlen wurden. Glaubst du, dass dieses Gefühl als Spieler existiert jetzt als Trainer bei den Fans? Ja, natürlich. Wir alle wissen doch, was in den letzten mehr als 20 Jahren passiert ist, soweit wir wissen. Denn sicher gibt es auch Dinge, die wir nicht wissen. Und nun ja, was wir uns alle wünschen würden, ist, dass ein Fall gelöst wird, bei dem der Nummer 2 des Schiedsrichterwesens von einem Fußballverein bezahlt wurde. Etwas, das meiner Meinung nach ganz offensichtlich ist. Weder ist das legal, noch ergibt es für alle, die Teil dieses Wettbewerbs sind, irgendeinen Sinn.
Und es scheint unglaublich, dass nur Real Madrid die Legalität im Fußball verteidigen will. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, das alle Madridistas haben, das wir sogar schon hatten, bevor wir von diesem Fall erfahren haben und das nur noch weiter bestätigt wurde. Ja, ihr wisst, Negreira ist der Fall, der diesen Kanal überhaupt erst gegründet hat. Nur deshalb habe ich mit YouTube angefangen. Ich werde bis zur letzten Sekunde jede Information zu diesem Fall mit euch teilen. Das ist, wie Florentino Perez sagt, der größte Korruptionsfall im Fußball und in der Geschichte des Fußballs. Der größte Sportkorruptionsfall in der Geschichte des Fußballs und der muss geklärt werden. Ein Álvaro Arbeloa sieht es genauso und es ist immer noch unfassbar, dass Real Madrid tatsächlich in Spanien quasi die einzige Mannschaft ist, die da separat einfach um Transparenz, um Ehrlichkeit, um Gerechtigkeit kämpft. Alle anderen Mannschaften wurden doch auch benachteiligt. Ja, man sieht einfach, wie viel Angst die vor Restriktionen haben, vor der Presse etc. Naja, ich bin froh, dass ich Real Madrid-Fan auf der richtigen Seite der Geschichte bin. Ja, aber nicht nur ein Álvaro Arbeloa hat gestern eine Pressekonferenz gegeben, sondern ein Florentino Perez hat gestern ein Interview gegeben. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Ort, wo er das Interview gegeben hat. Er hat es bei Josep Pedrerol gegeben, das ist der Hauptjournalist von El Chiringuito. Und ihr wisst, ich halte nicht viel von dieser Sendung, unter anderem, weil Vini Junior in dieser Sendung rassistisch beleidigt wurde. Ja, da wird Bullying betrieben gegen Vini Junior. Und ich verstehe nicht, wieso ein Florentino Perez so jemanden eine Plattform gibt. Aber die haben anscheinend seit vielen Jahren ein gutes Verhältnis. Er hat ihm gestern ein Interview gegeben und zunächst einmal hat Florentino Perez all das wiederholt, was er natürlich in der Pressekonferenz schon wiederholt hat. Damit werde ich euch nicht nerven. Er hat natürlich auch wieder klar gemacht, dass es eine Kampagne gegen ihn gibt, dass Real Madrid mit aller Härte gegen den Negreira-Fall vorgehen wird, der UEFA ein Dossier liefern wird. Er möchte keinerlei Beziehung zu dem FC Barcelona. Die Beziehung ist komplett zerbrochen und er möchte auch keine, bis dieser Fall nicht geklärt ist. Also, er hat eine Menge Sachen wiederholt, die er schon gesagt hat. Das interessiert uns aber jetzt nicht mehr. Ich möchte euch nicht langweilen. Aber er wurde auch gefragt, was glaubst du, was ist der Grund für den sportlichen Misserfolg und war es ein Fehler, Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid zu holen? Hier die Antwort von unserem Präsidenten. Haben Sie sich bei der Verpflichtung von Xabi Alonso geirrt? Nein, ich glaube auch nicht. Nein, es gab Umstände, wie ich schon sagte, und ich meine das wirklich ernst, nicht um mich zu verteidigen, aber wir hatten keine Saisonvorbereitung. Also wenn man ständig Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag spielt und keine Vorbereitung macht, dann kommt man hierher und bricht körperlich ein. Das ist es, was uns passiert ist. Und wir hatten am Ende 28 Verletzte. Und dann dachten wir, mit dem Wechsel könnten wir es lösen. Aber das hielt nur kurz an und dann brachen sie wieder ein. Und das ist die Analyse, die ich gerade mache und die wir machen. Hat die Kabine bei Madrid durch ihre Schuld zu viel Macht? Nein, gar keine. Haben die Spieler bei Madrid viel zu sagen? Nein, die Trainer bestimmen über die Spieler bestimmen nicht, wie sollten sie viel zu sagen haben. Ich habe mich da nie eingemischt, nie mit einem Spieler gesprochen. Ja, ihr habt es also selber gehört, wundert euch jetzt nicht, habt ihr auf meinem Kanal schon mal gehört gehabt. Real Madrid gibt die Hauptverantwortung für die schlechte Saison dem physischen Zustand der Mannschaft. Trotzdem ist es schön, es nochmal bestätigt zu bekommen vom Präsidenten selber. Er gibt auch selber dem Xabi Alonso nicht die Hauptschuld. Aber meine Frage: Wenn du doch weißt, ihr hattet keine Vorbereitung und ihr hattet keine Möglichkeiten, großes Verletzungspech etc. pp. Warum um Himmels Willen gibst du dann nicht Xabi Alonso eine viel längere Chance? Wenn du selber sagst, es lag an den Verletzungen und an der physischen Form, dann macht es noch weniger Sinn, einen Xabi Alonso gehen zu lassen. Naja, ich glaube tatsächlich, entweder er lügt oder es kristallisiert sich immer mehr raus, dass ein Florentino Perez wirklich der Meinung war, wie gesagt, es liegt an der physischen Vorbereitung, am Zustand. Und ich möchte, dass Pintos das wieder übernimmt. So typisch, ja, so ältere Männer, ne, wie ich das mal so gerne sage, die sagen, das hat früher geklappt, das klappt wieder. Und ein Xabi Alonso sich irgendwann gedacht hat, weißt du was? Ich lasse mir hier nicht reinreden, wen ich als Physistrainer nehmen muss. Ich glaube, vielleicht hatte das wesentlich mehr Gewicht. Und zu der zweiten Aussage: Weißt du was, ich glaube dir sogar, dass du mit keinem Spieler geredet hast. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, du hast sehr wahrscheinlich mit Beratern von Spielern geredet. Mit der Entourage, mit dem Papa von Bellingham, der Mama von Mbappé, vielleicht der Frau von Fede Valverde.
Ja, und da ist das Problem. Wir wissen ja auch alle, dass vom Vorstand Druck gemacht wurde, warum ein Thiago Pitac so viel Einsatzzeit bekommt. Warum nicht Profis wie Camavinga, für die viel Geld bezahlt wurde, warum die nicht ihre Chance bekommen. Ja, wie gesagt, hättest du das gewollt, hättest du vielleicht nie einen Xabi Alonso entlassen müssen, denn bei ihm hat auch ein Franco Mastantuono mehr gespielt. Naja, wie gesagt, für mich macht die Aussage vorne und hinten keinen Sinn, wenn ein Real Madrid, wenn ein Florentino Perez doch wissen, es lag an der mangelnden Vorbereitung. Ja, dann hätte Xabi Alonso erst recht eine wesentlich größere Chance verdient, ist zumindest meine Meinung. Ja, kannst deine dazu gerne in den Kommentaren lassen. Aber ich habe euch auch versprochen, Florentino Perez hat sich zu Neueinkäufen geäußert. Und hören wir einfach mal zu, wird es Neuverpflichtungen geben? Was sagt ein Florentino Perez? Und wird es nächste Saison Neuzugänge geben? Natürlich wird es Neuzugänge geben. Das war schon immer so. Wir werden sehen. Spannende Neuzugänge? Wir haben immer die Besten verpflichtet. Ich habe Figo verpflichtet. Zidane, Ronaldo, den dicken Bellingham, Beckham? zu Beckham. In der zweiten Phase verpflichtete ich dann Cristiano Ronaldo, Kaká und Benzema. Wenn ich ein gutes Angebot sehe, greife ich zu. Magst du jemanden? Hey, ich mag viele, aber ich bin hier einfach der Präsident. Haaland, es ist nicht möglich, Haaland zu verpflichten, oder? Weiß nicht. Gefällt dir Haaland? Ich selbst, nicht ich, dazu habe ich keine Meinung. Okay. Ich habe dazu keine Meinung, wirklich keine. Das ist eigentlich eine Aufgabe für das Sportmanagement. Ja, natürlich wird es Neuzugänge geben, wie jedes Jahr, aber er sagt auch, er hat die Besten der Welt geholt. Und wenn er einen sieht, das Übersetzungsprogramm war nicht perfekt, wenn er die Besten sieht, dann schnappt er sich auch die Besten. Also, so wie es sich anhört, möchte ein Florentino Perez kein Mittelfeld, kein oberes Durchschnitt holen, sondern ganz oben möchte er angreifen, sich die besten Spieler holen, die es gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist für ein Florentino Perez der Beste? Es hört sich für mich nicht so an, als wenn es wieder irgendein junges Talent wird. In diesem Fall, naja, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, aber für mich hört es sich so an, als wenn er wieder so einen Großkaräter holen möchte. Bin ich gespannt, wer eurer Meinung nach so ein Großkaräter für Real Madrid sein könnte. Es gibt auch ganz viele Gerüchte, zu denen ich heute nicht kommen möchte. Es gibt einen japanischen Mittelfeldspieler, den Madrid anscheinend haben möchte. Kenan Yildiz ist wieder im Gespräch etc. pp. Aber das passt einfach nicht heute ins Video, sonst platzt es aus allen Nähten. Ja, ihr habt die Aussagen von Florentino Perez gehört. Auf der einen Seite sagt er, es lag am physischen Zustand. Auf der anderen Seite sagt er, ja, es wird Neuverpflichtungen geben und er hat immer schon die Besten der Welt geholt. Ja, gut, das ist unser aktueller Präsident und in Zukunft haben wir vielleicht einen neuen. Denn wir wissen alle, Florentino Perez hat in der berühmten Pressekonferenz, von der ich euch gestern berichtet habe, Neuwahlen annonciert. Und seit 2009, wenn ich mich nicht täusche, waren Neuwahlen bei Real Madrid eine Farce. Ich habe euch gestern erklärt, warum. Es ist unmöglich, fast die Auflagen, die du erfüllen musst, um Präsident von Real Madrid zu werden, um die zu erfüllen. Aber tatsächlich gibt es jemanden, der diese Auflagen erfüllt. Und tatsächlich hat derjenige auch noch Interesse daran, Präsident von Real Madrid zu werden. Wo kommt das denn her? Denn gestern hat Enrique Riquelme einen offenen Brief an Florentino Perez geschrieben. Ich lese euch nicht den gesamten Brief vor, der war schon ein bisschen länger, aber in dem Brief steht, dass er um ein bisschen mehr Zeit bittet, da er gerade arbeitsbedingt noch in Südamerika ist und er der Meinung ist, so eine wichtige Entscheidung bei Real Madrid braucht Zeit, braucht Dialog und es macht keinen Sinn, jetzt zu hetzen quasi, wenn es um so etwas Wichtiges geht, wie um die Zukunft des größten Sportvereins in der Geschichte des Fußballs, des Sports überhaupt. In seinem Brief gibt er auch ganz viele Lorbeeren an einen Florentino Perez raus, etc. Er sagt aber auch, dass er einen Dialog suchen möchte und dass er eine Präsidentschaft, zumindest Zeit braucht, um die auf die Beine zu stellen. Tatsächlich musste er gestern auch in Südamerika ein Interview geben. Ja, bevor ich euch mehr erzähle, wer dieser Enrique Riquelme ist, hören wir uns erstmal an, was er zur Präsidentschaft von Real Madrid zu sagen hat. Ich habe einen offenen Brief an den Präsidenten veröffentlicht, den ich als Madridista am Ende natürlich sehr respektiere, sowohl den Präsidenten selbst als auch die Institution Real Madrid.
Ich respektiere Präsident Perez auch als Unternehmer, als großartigen Unternehmer. Wahrscheinlich war er der beste Präsident in der Geschichte von Real Madrid, zumindest in der modernen Zeit, ganz sicher. Und ja, es gibt immer Zyklen, verschiedene Momente. Real Madrid befindet sich momentan nicht in seiner besten Phase. Theoretisch hätten die Wahlen Ende 2028 stattfinden sollen, aber er hat beschlossen, sie zu beschleunigen. Und nun ja, als Madridista werde ich immer für Real Madrid zur Verfügung stehen. Es gibt auch andere Arten von Verantwortlichkeiten, die man berücksichtigen muss. Und natürlich werde ich in den nächsten Tagen entscheiden, ob wir den Ball aufnehmen und ob noch Zeit bleibt, etwas zu machen, das Sinn ergibt. Und ich werde es immer mit dem Gedanken tun, was das Beste für Real Madrid ist. Ja, ihr habt es selber gehört. Ich finde, er drückt sich schon mal anständig aus. Natürlich ganz viel Respekt vor Florentino Perez und der Arbeit, die er geleistet hat. Aber ihm ist auch klar, dass es jetzt sehr, sehr eng wird, um eine Kandidatur aufzubauen. Ja, und Real Madrid hat heute quasi die passende Antwort gegeben. Die Kandidatur ist angekündigt worden oder die Wahl. Die Kandidaten haben bis zum 23. Mai Zeit, ihre Kandidatur vorzulegen. Und falls sie stattfindet, wären die Wahlen am 7. Juni. Also alles sehr, sehr kurzfristig. Mal schauen, ob Enrique Riquelme tatsächlich die Zeit findet. Ja, wer ist überhaupt dieser Enrique Riquelme? Er erfüllt alle Auflagen, die du benötigst, um Präsident von Real Madrid zu werden. Fangen wir damit erstmal an. Er ist 37 Jahre alt, spanischer Geschäftsmann. Er ist CEO von der Cox Energy Group. Laut dem Brief gehören ihm auch 75% dieser Kompanie, ist eine der größten Solarenergiefirmen in Südamerika. Etliche Milliarden ist die wohl wert. Ja, und wie gesagt, ihm gehören 75%, also erfüllt er zumindest das, was du finanziell erfüllen musst. Er ist seit über 20 Jahren Mitglied bei Real Madrid und das, obwohl er erst 37 ist. Also das hat aber auch alles seine Gründe. Er weiß auch, was in Real Madrid abgeht, denn sein Vater war selber schon zweimal im Vorstand von Real Madrid, unter anderem einmal bei Calderón. Also er weiß die Machenschaften, wie der Flurfunk im Real Madrid, im Santiago Bernabéu funktioniert. Ja, und dazu ist er auch noch privat befreundet mit einigen Legenden des Madridismus. Er ist ein guter Freund von Legenden wie einem Iker Casillas, von Legenden wie einem Sergio Ramos. Aber er ist auch nicht nur der Nachbar, sondern ein sehr, sehr guter Freund von Rafa Nadal. Es gab auch Gerüchte, dass Rafa Nadal ihn bei seiner Kandidatur unterstützen würde. Das wurde aber von Rafa Nadal gestern selber dementiert. Rafa Nadal ist einfach sehr gut befreundet mit dem Enrique Riquelme, aber auch mit dem Florentino Perez. Da würde ein Rafa Nadal da keinem Messer in den Rücken jagen. Ja, wie dem auch sei. Dieser junge Mann wird unter anderem als der König der Sonne bezeichnet, El Rey del Sol, also einen passenderen Spitznamen für den Präsidenten von Real Madrid habe ich auch, glaube ich, noch nie gehört. Ja, und er möchte Real Madrid modernisieren. Er möchte so ein bisschen weg von den jetzigen Strukturen. Real Madrid, seien wir ehrlich, wird so ein bisschen oldschool geführt. Ne? Da gibt es einen Herrscher, der über alles herrscht. Ein Florentino Perez hat sich auch seine Entourage so geschaffen, dass es fast unmöglich ist, gegen ihn eine Wahl zu gewinnen. Er ist halt derjenige, der im Endeffekt alles alleine entscheidet. Bei einem Enrique Riquelme soll das Ganze moderner werden. Er möchte wahrscheinlich auch so Figuren wie einen Sportdirektor integrieren, moderne Strukturen schaffen und er möchte auch einen modernen Trainer. Als er vor ein paar Jahren mal gefragt wurde, wer ihm so als Trainer gefällt, hat er unter anderem einen Jürgen Klopp genannt. Also, wie gesagt, er fällt natürlich auch den jüngeren Kandidaten oder den jüngeren Mitglied, fühlt er sich natürlich ein bisschen näher. Der ist selber, wie gesagt, erst 37 und da sind so seine Vorteile der Kandidatur. Die Nachteile sind ganz einfach, er tritt gegen Florentino Perez an. Florentino Perez, der wohl beste Präsident in der Geschichte des Fußballs, in der Geschichte dieses Sports. Der hat sich in Real Madrid gepackt, was ruiniert war, was die Gehälter seiner Spieler nicht zahlen konnte und hat aus Real Madrid den reichsten Verein, den mit den meisten Einnahmen, den mit dem teuersten Spielertransfermarkt, ja, den erfolgreichsten Verein in der Geschichte des Fußballs geschaffen. Der hat Real Madrid wieder da hochgebracht, wo sie hingehören. Und gleichzeitig mit dem neuen Santiago Bernabéu hat er die Weichen gelegt für eine glorreiche Zukunft. Ja, und das ist auch ein Punkt, den viele einem Enrique Riquelme vorwerfen, dass er quasi
sich nicht traut, gegen einen Florentino Perez anzutreten. Er hat schon zweimal gesagt, er möchte antreten. Er ist auch dieser berühmte Geschäftsmann mit dem mexikanischen Akzent, den ein Florentino Perez meinte. So nach dem Motto, ein Florentino Perez, ja, was die Presse so sagt, er nimmt diese Neuwahlen jetzt, um diesem Enrique Riquelme zu sagen, wenn du Präsident von Real Madrid werden willst, dann tritt gefällig jetzt gegen mich an. Nicht gegen irgendeinen Nachfolger von mir oder wenn ich mal in Rente gehe etc. Nein, wenn du Präsident von Real Madrid werden willst, dann tritt jetzt hier und jetzt gegen mich an, zum schlechtesten Zeitpunkt, den ich als Präsident von Real Madrid habe. Wir haben 2 Jahre am Stück nichts gewonnen. Die Presse sagt, hier ist alles nur noch ein Chaos. Tritt gegen mich an und die wahren Dueños, die wahren Inhaber von Real Madrid, die Socios, die sollen entscheiden, wer der neue Präsident von Real Madrid wird. Ja, wie gesagt, wir haben zum ersten Mal seit über 15 Jahren anscheinend einen neuen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, in diesem Fall Enrique Riquelme. Meiner ehrlichen Einschätzung, er wird keine Chance haben gegen einen Florentino Perez. Es ist nicht so einfach, sich gegen Florentino Perez durchzusetzen, aber seien wir auch mal alle ehrlich, Florentino Perez ist fast 80. Der wird auch nicht jünger. Und es ist gut, dass wir alle schon mal den Namen gehört haben. Informiert euch, nehmt euch den Namen, lest euch durch, was ihr dazu durchlesen müsst. Der neue Präsidentschaftskandidat von Real Madrid, so wie es aussieht, Enrique Riquelme. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich habe euch viele neue Informationen gebracht. Ich hoffe auch, dass wir uns heute Abend beim Live-Watch-Along sehen. Ich würde mich über jeden Einzelnen freuen. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Lasst eure Meinung in den Kommentaren und bitte auch in der Like-Box. Zerstört mal diese Hype-Funktion, so oft wie möglich klicken. Mal schauen, ob das den Kanal unterstützt. Wer noch kein Follow da gelassen hat, es wird höchste Zeit. Wir sind knapp vor den 30.000. Also, bis heute Abend. A la Marie!